Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Stell dir vor, heute kannst du für den Preis, den du in den 90er Jahren für ein einziges T-Shirt bezahlt hast, ganze 15 T-Shirts kaufen. Unglaublich, oder? Doch genau das ist heute Realität. Während man noch darüber nachdenkt, ob das gut oder schlecht ist, passiert etwas, das diese Frage auf harte Weise beantwortet. Wir schreiben den 24. November 2024. In Deutschland ereignen sich an diesem Tag zwei Szenen, die zwei unterschiedliche Seiten derselben Geschichte zeigen. Die erste Szene spielt in Düsseldorf. An diesem Morgen öffnet dort eine Esprit-Filiale zum allerletzten Mal ihre Türen. Im Laden läuft ein Räumungsverkauf. Die Mitarbeiter räumen mit müden Blicken die letzten Produkte zusammen, während draußen eine Kundin mit Tränen in den Augen in die Ferne schaut. Als Teenager habe ich hier eingekauft, sagt sie zu einem Reporter, der vorbeikommt. Jetzt ist alles vorbei, und sie ist nicht allein mit ihren Tränen. Denn an diesem Tag schließt nicht nur dieser eine Laden. Alle 56 Esprit-Filialen in Deutschland schließen endgültig ihre Türen. Damit endet die Geschichte einer weiteren Marke. Eine Marke, die einst eine ganze Generation geprägt hat. Mit diesem Ende verlieren 1300 Menschen ihre Arbeitsplätze. Und die Innenstädte verlieren eines ihrer ikonischen Geschäfte. Zurück bleiben nur leere Schaufenster, in denen sich das verblasste Logo von Esprit spiegelt. Doch während in Düsseldorf die letzte Filiale schließt, spielt sich etwa 200 Kilometer weiter nördlich in Rostock ein völlig anderes Bild ab. Vor einem Einkaufszentrum warten seit den frühen Morgenstunden hunderte Menschen. Die meisten von ihnen sind jung, voller Vorfreude und mit Schlafsäcken ausgerüstet, fast so, als würden sie auf ein Konzert warten. Doch sie warten weder auf eine Band noch auf den neuesten iPhone-Release. Sie warten auf die Eröffnung eines Ladens. Um 10 Uhr öffnen sich die Türen, und plötzlich bricht ein regelrechter Ansturm aus. Menschen strömen hinein, greifen nach T-Shirts für 2 Euro, Jeans für 10 Euro und Mänteln für 30 Euro. Die Begeisterung ist riesig. Der Name dieses Ladens lautet Primark. Die Szene hier könnte kaum unterschiedlicher sein als die stille Melancholie in Düsseldorf. Zwei Städte, zwei Welten, ein Tag, und doch erzählen beide Szenen dieselbe Geschichte, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist die Geschichte davon, wie sich innerhalb von nur 10 Jahren eine ganze Branche grundlegend verändert hat. Auf der einen Seite verschwindet ein Unternehmen, das mehr als 50 Jahre erfolgreich war. Auf der anderen Seite wächst ein Unternehmen rasant, das noch vor wenigen Jahren in Germany kaum jemand kannte und heute eine Filiale nach der anderen eröffnet. Und dabei stellt sich immer wieder dieselbe Frage: Was ist passiert? Wie konnte eine Ikone wie Esprit verschwinden, während Primark immer weiter wächst und Menschen vor den Läden Schlange stehen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. In eine Zeit, in der Mode noch etwas anderes bedeutete. In eine Zeit, in der ein T-Shirt wirklich etwas Besonderes war. In eine Zeit, in der niemand auch nur daran gedacht hätte, dass man eines Tages 15 Stück zum Preis von einem einzigen kaufen könnte. Hör weiter zu, denn diese Geschichte handelt nicht nur von Mode. Sie erzählt von uns allen, von den Dingen, die wir schätzen, von dem Preis, den wir bereit sind zu zahlen, und von dem Preis, den andere zahlen müssen. Der Kunde, der vor einem Esprit-Geschäft wartet, ist nicht allein. Denn überall in Deutschland erleben viele andere bekannte Marken seit Jahren eine ähnliche Situation. In den 1980er und 90er Jahren war Esprit ein Symbol für den jungen Lifestyle. Die in San Francisco gegründete Marke entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Märkte in Deutschland. Ihre farbenfrohen Kataloge galten als so besonders, dass viele Menschen sie wie Magazine aufbewahrten. Die Geschäfte waren stets überfüllt. Auf dem Höhepunkt verfügte das Unternehmen weltweit über insgesamt 1200 Filialen. Doch als H&M und Zara begannen, Mode schneller und zu günstigeren Preisen anzubieten, konnte Esprit mit diesem Tempo nicht mehr mithalten. Die Marke blieb in einem Dilemma stecken. Zu teuer, aber nicht besonders genug. Im Jahr 2024 wurde die Situation endgültig sichtbar. Der Ökonom Gerrit Heinemann fasst die Lage so zusammen. Unternehmen ohne vertikale Integration und mit stetig steigenden Betriebskosten verlieren im Wettbewerb gegen Discount-Einzelhandelsketten. Doch das ist kein Problem, das nur Esprit betrifft. Gary Weber, eine 1973 gegründete Marke, meldete 2019 erstmals Insolvenz an und scheiterte 2023 endgültig. 122 Filialen wurden geschlossen und 425 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Auch C&A zeigt ein ähnliches Bild.
Von den mehr als 450 Filialen in Deutschland mussten seit 2022 rund 100 geschlossen werden. Peek und Cloppenburg stellte 2023 mit 380 Millionen Euro Schulden einen Insolvenzantrag. Wormland ging im Jahr 2025 bereits zum zweiten Mal in ein Insolvenzverfahren. Darüber hinaus gehören auch Marken wie Pimki, Prood und Oasis zu den Unternehmen, die diesem Trend folgen. Bei einem Räumungsverkauf sagte ein Kunde einmal: Wenn diese Preise schon früher gegolten hätten, wären wir weiterhin hier einkaufen gegangen. Wenn man all diese Entwicklungen betrachtet, fällt dir ein Muster auf. Im Modeeinzelhandel verschwindet langsam eine ganze Generation von Marken. Und die entscheidende Frage lautet: Wer geht aus dieser Entwicklung als Gewinner hervor? Die Antwort liegt in der Geschichte eines kleinen Geschäfts, das 1969 in Irland eröffnet wurde. Im Jahr 1969 eröffnete in Dublin ein kleines Geschäft unter dem Namen Pennies. Sein Ziel war es, Mode zu Preisen anzubieten, die sich jeder leisten konnte. Anfangs blieb die Marke regional begrenzt, doch im Jahr 2009 expandierte sie nach Deutschland, unter dem Namen Primark. Ihre Mission war klar: gut aussehen, weniger bezahlen. Bis 2025 hat Primark weltweit eine bemerkenswerte Größe erreicht. 450 Filialen weltweit, 28 Filialen in Deutschland, ein Jahresumsatz von 9,5 Milliarden Pfund. Eine der ungewöhnlichsten Eigenschaften der Marke ist, dass sie keinen eigenen Onlineshop betreibt. Der Grund dafür liegt in den hohen Kosten für Rücksendungen, die man bewusst vermeiden möchte. Die Produktpreise sind extrem niedrig. Das günstigste Produkt, das wir gesehen haben, war ein Bikini für 1,50 Euro. T-Shirts kosten nur etwa 2 bis 3 Euro. Die Preise überschreiten fast nie 35 Euro. Wie stark diese Strategie wirkt, zeigt sich besonders bei Neueröffnungen von Filialen. Bei der Eröffnung im November 2025 in Rostock warteten hunderte Menschen bereits Stunden vorher in der Schlange. Als sich die Türen öffneten, glich die Atmosphäre eher einem Konzert als einem Einkauf. Die wohl eindrucksvollste Zahl zum Erfolg von Primark lautet jedoch: weltweit verkauft die Marke etwa 40 Kleidungsstücke pro Sekunde. Das entspricht mehr als 3 Millionen verkauften Artikeln pro Tag. In den 1990er Jahren kostete ein T-Shirt von Esprit, auf heutige Preise umgerechnet, etwa 15 Euro. Für einen Jugendlichen bedeutete es jedoch oft, wochenlang Taschengeld zu sparen, um sich ein solches Kleidungsstück leisten zu können. Hatte man es erst einmal, wurde dieses T-Shirt zu einem wirklich wertvollen Besitz. Die Menschen trugen es mit Stolz und gingen sorgsam damit um. Wenn wir heute darauf blicken, kann man für denselben Preis bei Primark etwa 5 T-Shirts kaufen. Tatsächlich nehmen viele Menschen nicht nur 1 oder 2 Stück mit, sondern füllen ihre Einkaufskörbe sofort mit einem ganzen Dutzend Kleidungsstücken. Die Greenpeace-Aktivistin Kirsten Brodde fasst diese Situation so zusammen: Nirgendwo sonst kann man mit so wenig Geld so viele Kleidungsstücke kaufen. Primark hat den Trend, den andere Marken begonnen haben, auf die Spitze getrieben. Der Deutschlandchef von Primark, Wolfgang Krogmann, formuliert es in Interviews selbstbewusst so: Wir fragen uns nicht, warum wir so günstig sind, wir fragen, warum die anderen so teuer sind. Die Frage, die sich derzeit viele stellen, ist klar und einfach: Wie ist das möglich? Wie kann Mode zu solchen Preisen angeboten werden? Die Antwort liegt in einem Geschäftsmodell, das auf 4 zentralen Säulen aufgebaut ist. Der Ausgangspunkt dabei ist Mathematik. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: ein T-Shirt zum Preis von 2,50 Euro. Primark gibt für dieses Produkt, von der Produktion bis zur Lieferung, ungefähr 1 Euro aus. Die verbleibenden 1,50 Euro gelten als Gewinn. Das entspricht einer Gewinnmarge von etwa 60%. Vielleicht denkt man zunächst, das ist kein besonders hoher Gewinn. Doch wenn man von demselben Produkt 3 Millionen Stück verkauft, ergibt dieser scheinbar kleine Gewinn insgesamt 4,5 Millionen Euro Einnahmen, aus nur einem einzigen Produkt. Doch wie schafft es Primark, seine Einkaufskosten so niedrig zu halten? Die Antwort liegt in 4 strategischen Entscheidungen. Erste Strategie: Volumen. Mit einem weltweiten Netzwerk von 450 Filialen kann Primark zu Herstellern sagen: Wir kaufen 5 Millionen T-Shirts, aber wir zahlen nur 1 Euro pro Stück. Durch diese enormen Bestellmengen akzeptieren viele Produzenten diesen Preis. Zweite Strategie: Einsparung bei Extras. Primark strebt bei den Werbekosten praktisch null an. Keine Fernsehwerbung, keine großen Billboard-Kampagnen und keine Influencer-Werbung. Denn die niedrigen Preise übernehmen bereits selbst die Rolle der Werbung. Zusätzlich gilt, es werden keine aufwendigen Verpackungen verwendet, Verwaltungskosten werden auf ein Minimum reduziert. Dritte Strategie:
Globale Produktion. Primark verteilt seine Produktion auf insgesamt 851 Fabriken in 22 verschiedenen Ländern. Ein Beispiel: In Bangladesch liegt der durchschnittliche Monatslohn eines Arbeiters bei etwa 106 Euro, in China hingegen zwischen 245 und 328 US-Dollar. Ein Textilarbeiter in Bangladesch müsste rund 1800 Stunden arbeiten, um das zu verdienen, was ein Arbeitnehmer in Deutschland in 40 Stunden erhält. 4. Strategie: Trends kopieren. Primark analysiert die populären Designs von Marken wie Gucci oder Zara, vereinfacht sie und bringt diese Produkte anschließend zu deutlich günstigeren Preisen auf den Markt. Laut dem Einzelhandelsanalysten Björn Weber von Planet Retail übersteigen die Einkaufskosten eines Produkts aus Bangladesch selten 5 Euro. Doch neben der wirtschaftlichen Dimension gibt es auch eine psychologische Seite. Der Eindruck eines besonders günstigen Preises ist ein äußerst wirkungsvolles Mittel. Menschen konzentrieren sich oft nicht auf ihren tatsächlichen Bedarf. Sie kaufen Produkte einfach deshalb, weil sie billig sind. So landen statt 1 oder 2 Kleidungsstücken gleich mehrere Teile im Einkaufskorb. Genau hier beginnt der Mechanismus der Fast Fashion. Diese Kleidungsstücke verlieren oft schon nach wenigen Wäschen ihre Form. Für viele Konsumenten ist das jedoch kein großes Problem, denn sie können einfach ein neues Teil für nur etwa 2,50 Euro kaufen. Für Primark funktioniert dieses Geschäftsmodell nahezu perfekt. Gestützt durch starke Verkaufszahlen wächst das Unternehmen weiterhin mit beeindruckender Geschwindigkeit. Jetzt stellt sich eine entscheidende Frage: Wer bezahlt eigentlich den wahren Preis dieser Billigkeit? Die Antwort liegt im Schatten eines grauen Gebäudes in Bangladesch. Ein Gebäude, das am 24. April 2013 einstürzte und eine Tragödie verursachte, die 1135 Menschen das Leben kostete. Ort: Rana Plaza, Savar, Bangladesch. Datum: 23. April 2013. In dem 8-stöckigen Gebäude namens Rana Plaza arbeiteten tausende Menschen. Die meisten von ihnen waren Frauen, die Kleidung für Europa und die USA produzierten. An diesem Abend entdeckten Arbeiter große Risse in den Wänden. Das Gebäude wurde zunächst evakuiert. Während die Bank im Erdgeschoss am nächsten Tag geschlossen blieb, hatten die Fabrikbesitzer in den oberen Stockwerken andere Pläne. Entweder ihr kommt zur Arbeit, oder ihr verliert euren Lohn. Viele Arbeiter hatten keine Wahl. Ohne ihr durchschnittliches Monatsgehalt von etwa 106 Euro hätten sie ihre Familien nicht ernähren können. Also gingen sie wieder hinein. Um 9:02 Uhr stürzte das Gebäude ein. Was danach geschah, ging als eine der größten Katastrophen in die Geschichte der Textilindustrie ein. 1135 Menschen starben. Rund 2500 Menschen wurden verletzt. 85% der Opfer waren Frauen. Unter den Opfern befanden sich auch Kinder. Für wen produzierten diese Menschen eigentlich? Die Antwort war erschütternd. Im Rana Plaza ließen insgesamt 28 internationale Marken produzieren. Primark C&A Mango Benetton Kick Walmart. Primark erklärte sich im Vergleich zu anderen Unternehmen relativ schnell bereit, Entschädigungen zu zahlen und überwies schließlich 14 Millionen Dollar. Einige Unternehmen hingegen bestritten zunächst sogar, in dieser Fabrik produziert zu haben. Es dauerte 2 Jahre, bis insgesamt 30 Millionen Dollar Entschädigung gesammelt waren. Doch hat sich seitdem etwas verändert? In Bangladesch gilt heute Mindestlohn. 106 Euro pro Monat zum Leben notwendiger Lohn. 196 Euro pro Monat. Die Differenz beträgt etwa 50%. Das bedeutet, dass Menschen zwar arbeiten, aber trotzdem nicht genug verdienen, um menschenwürdig leben zu können. Eine ähnliche Situation findet sich auch in China, einem weiteren wichtigen Produktionsstandort von Primark. Auch dort besteht eine Lücke von etwa 40% zwischen den tatsächlichen Löhnen und dem Einkommen, das für ein menschenwürdiges Leben erforderlich wäre. Was die Arbeitsbedingungen betrifft: 6 Tage pro Woche, 10 bis 12 Stunden pro Tag. So sieht der Alltag in vielen Fabriken aus. Hinzu kommt: Arbeiter, die krank werden oder schwanger sind, verlieren häufig ihre Jobs. Gewerkschaften sind kaum wirksam, denn Mitarbeiter, die versuchen sich zu organisieren, riskieren oft ihre Entlassung. Das sind leider die Fakten. Das ist die unsichtbare, dunkle Seite dieses Systems. An genau diesem Punkt stellt sich eine wichtige Frage: Warum kaufen Menschen trotz all dieser Informationen weiterhin bei Unternehmen wie Primark ein? Um diese Frage zu verstehen, muss man zunächst über wirtschaftliche Realitäten sprechen. Nehmen wir zum Beispiel einen Studenten, der monatlich nur 30 Euro Taschengeld erhält. Für ihn hängt die Wahl seiner Kleidung stark vom verfügbaren Budget ab. Während ein Party-Outfit bei Zara etwa 100 Euro kosten kann, findet er bei Primark ein ähnliches Kleidungsstück für 15 Euro. Dieser Preisunterschied wird schnell zum entscheidenden Faktor.
Oder denken wir an eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die mit einem begrenzten Budget auskommen muss. Die Lebensmittelpreise sind um 30% gestiegen, die Energiekosten haben sich verdoppelt, während die Einkommen nur um 5% gestiegen sind. In einer solchen wirtschaftlichen Situation wird es für viele Menschen nahezu unmöglich, für jedes Kleidungsstück 30 Euro oder mehr zu bezahlen. Die heutigen wirtschaftlichen Bedingungen drängen viele Menschen dazu, günstigere Alternativen zu wählen. Steigende Inflation und sinkende Reallöhne halten viele Menschen in diesem schwierigen Kreislauf gefangen. Doch genau hier entsteht ein Paradox. Die Gesellschaft erwartet weiterhin, dass Menschen gut aussehen. Besonders für junge Menschen wird diese Situation kompliziert. Einerseits sind sie sich der ethischen Probleme bewusst, die mit dem Einkauf in solchen Geschäften verbunden sind. Sie sehen Bilder aus Bangladesch und lesen Berichte über die Arbeitsbedingungen in den Medien. Andererseits zwingt ihr begrenztes Budget sie dazu, auf günstigere Optionen zurückzugreifen. So entsteht für viele Menschen ein großes Dilemma, ein Konflikt zwischen wirtschaftlicher Realität und ethischen Werten. Doch sie stehen dennoch vor folgender Frage. Ein normales T-Shirt kostet 40 Euro. Bei Primark nur 2,50 Euro. Nach Miete und Lebensmitteln bleiben mir gerade einmal 50 Euro übrig. Was soll ich also tun? Hinzu kommt die Psychologie des Schnäppchens. Wenn etwas für nur 2,50 Euro verkauft wird, fühlt es sich fast wie ein Geschenk an. Anstatt 1 oder 2 Teile zu kaufen, nehmen die Menschen oft 10 Teile mit nach Hause. Unsere Beziehung zur Mode hat sich damit grundlegend verändert. In den 1990er Jahren kostete ein T-Shirt etwa 30 deutsche Mark. Man sparte wochenlang darauf und trug es jahrelang. Wenn es riss, wurde es repariert. Heute kaufen Menschen ein T-Shirt für 2,50 Euro, tragen es höchstens 5-mal und werfen es weg, wenn es seine Form verliert. Ein Blick in die Kommentarspalten zeigt die gesellschaftliche Spaltung deutlich. Ich kaufe dort nicht. Die Ware kommt sowieso alle aus China. Ich kann mir teure Mode nicht leisten. Alles nachvollziehbar, denn jeder hat seine eigene Lebenssituation. Aber vielleicht lohnt es sich, kurz innezuhalten. Denn unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Werfen wir einen Blick auf das Jahr 2030. Angenommen, alles bleibt, wie es jetzt ist. Neben Esprit und Gary Weber tauchen weitere Namen auf. C&A schrumpft weiter. H&M schließt seine Läden nach und nach. In den Straßen, in denen früher Modegeschäfte dicht an dicht standen, hängen nun Schilder mit der Aufschrift „zu vermieten“. Bis auf wenige Ausnahmen sieht es so aus. Ein Primark, Handyläden, Wettbüros. Jeder geschlossene Laden steht symbolisch für verlorene Arbeitsplätze. Esprit, 1300 Jobs Gary Weber, 425 Jobs Peek und Cloppenburg, Orsay, Pimki. Tausende Menschen haben ihre Arbeit verloren, und viele finden keine vergleichbaren Stellen. Primark eröffnet neue Filialen, doch das schafft nicht genügend neue Arbeitsplätze. Die neu entstehenden Jobs sind meist schlechter bezahlt und weniger attraktiv. Und die Innenstädte? Sie sind weit entfernt von ihrem früheren Glanz. Orte, an denen Menschen gerne Zeit verbrachten, sind verschwunden. Keine Vielfalt, keine kleinen Läden, keine einladende Atmosphäre. Nur große Ketten und leere Schaufensterfronten. Trotzdem gibt es vielleicht noch Hoffnung. Second-Hand-Plattformen wachsen rasant. Plattformen wie Vinted stechen besonders hervor. Immer mehr Menschen entscheiden sich, Kleidung gebraucht zu kaufen. Oft ist diese Option günstiger als bei Marken wie Primark und bietet gleichzeitig eine bessere Qualität. Einige Menschen besuchen bewusst lokale Geschäfte, um kleine Betriebe zu unterstützen. Außerdem wird Reparieren und Wiederaufbereiten wieder zum Trend. Diese Entwicklungen sind hoffnungsvoll, aber um ehrlich zu sein, ist die Zahl der Menschen, die dies praktizieren, noch sehr gering. Finanzexperte Matthias Weig sagt, in unserer Konsumkultur vollzieht sich ein grundlegender Wandel. In den 1990er Jahren war Kleidung teurer, aber auch wertvoller. Ein T-Shirt konnte jahrelang getragen werden, und man kannte die Läden sowie die Qualität der Produkte. Heute ist Mode billig geworden. Aber die Frage bleibt, was haben wir dafür verloren? Welche Spuren hinterlässt dies für uns und was bedeutet es für uns alle? Wir haben gesehen, wie Marken wie Esprit, Gary Weber und C&A schrumpfen, während Primark weiter wächst. Die Preise haben mittlerweile ein Niveau erreicht, das vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Wir beginnen, dieses Modell besser zu verstehen. Die Produktion konzentriert sich stark auf Länder mit günstigen Arbeitskräften und funktioniert über ein System, das auf hohen Stückzahlen basiert. Doch wir haben auch die menschliche Seite dieser Herangehensweise gesehen. Rana Plaza, der Ort, an dem 1135 Menschen ihr Leben verloren. Die Arbeitsbedingungen haben sich nur minimal verbessert. Die Löhne reichen immer noch nicht aus, um einen grundlegenden Lebensstandard zu sichern.
Auf der anderen Seite sind in Ländern wie Deutschland tausende Arbeitsplätze verloren gegangen. Stadtzentren werden langsam verlassen. Menschen stehen vor der harten Realität dieses Wandels, so wie die Esprit-Mitarbeiterin, die nach 15 Jahren plötzlich ihren Job verlor. Und nun verstehen wir besser, warum Millionen Menschen weiterhin in solchen Geschäften einkaufen. Oft gibt es dafür nachvollziehbare Gründe. Ich möchte dir nicht sagen, was du tun sollst. Aber ich glaube, bewusste Entscheidungen sind wichtig. Erinnerst du dich? Früher kostete ein T-Shirt etwa 30 deutsche Mark. Menschen sparten wochenlang, um es zu kaufen, und trugen es jahrelang. Denn es hatte Wert. Heute kostet ein T-Shirt 2,50 €. Es wird ein paar Mal getragen und dann weggeworfen. Es ist billig, aber ist es wirklich noch etwas Besonderes? Eine Marke hat über 50 Jahre Bestand gehabt, verschwand jedoch innerhalb von nur 10 Jahren. Diese Geschichte handelt nicht nur von Primark oder Esprit. Es ist eigentlich unsere Geschichte. Eine Geschichte über das, was uns wichtig ist. Wir können einige Schritte unternehmen. Wir können Second-Hand-Produkte bevorzugen. Weniger, aber dafür qualitativ bessere Dinge kaufen. Uns fragen, brauche ich das wirklich? Oder wir können weiterhin bei Primark einkaufen, aber dieses Mal bewusster. Bei einem Räumungsverkauf sagte ein Kunde, hätten früher mehr Kunden in solchen Mengen gekauft, wären wir heute noch hier. Denn unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Eine Marke ist verschwunden. Welche wird als nächstes folgen? Und in einer Welt, in der alles immer billiger wird, was wollen wir wirklich bewahren? Jetzt ist Handeln angesagt. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.